Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich kandierte Orangen mache. Es ist nicht schwer, erfordert insgesamt vielleicht 2 bis 3 Stunden Arbeitszeit sowie eine gute Portion Geduld. Vor allem lohnt es sich, denn selbst wenn man kandierte Orangen zu kaufen findet, sind sie nicht gerade billig. In einer bekannten Düsseldorfer Konditorei 86 Euro pro Kilo, da lohnt sich etwas Mühe. Also los geht's. Vorbereitung. Die Bio-Orangen werden mit kochend heißem Wasser übergossen und abgebürstet. Am besten verwendet man kleinere Früchte. Ich habe hier Blutorangen, ca. 600 Gramm. Die Orangen werden in gleichmäßige Scheiben von ungefähr 4 mm Dicke geschnitten und anschließend in einen Behälter gelegt. Beim Einschichten sollte man darauf achten, die Scheiben versetzt zu legen, sodass sich der Raum zwischen ihnen mit Zuckersirup füllen kann. Ich habe hier einen Glasbehälter genommen, damit ich die Hohlräume zwischen den Orangenscheiben besser zeigen kann. Glas ist aber nicht so praktisch, denn es wird sehr heißer Zuckersirup verwendet. Plastik ist aufgrund des heißen Sirups auch nicht gut. Am besten man nimmt einen Behälter aus Metall. Zu Demonstrationszwecken ist natürlich ein Glasbehälter besser, den ich deshalb hier nehme. Für die Zubereitung des Sirups gibt man 400 Gramm Wasser und 400 Gramm Zucker in einen Topf und lässt alles aufkochen, bis die Flüssigkeit die Temperatur von 103–104 Grad Celsius erreicht hat. Bei mir war das relativ schnell der Fall. 105 Grad sollten aber nicht erreicht werden. Genaues Abwiegen und die Verwendung eines Thermometers sind unbedingt erforderlich. Letzteres kann man für wenig Geld erwerben und die Anschaffung lohnt sich auf alle Fälle, da es das Kochen und Backen viel einfacher macht. Der Sirup wird nun über die Orangenscheiben gegossen. Das Glas habe ich vor dem Einfüllen des Sirups erwärmt, indem ich es in eine Schüssel gestellt habe und in diese nach und nach heißes Wasser gefüllt habe. Da die Früchte dazu neigen, oben zu schwimmen, bedeckt man sie mit einem kleinen Teller oder Fermentiergewichten und verschließt das Glas. Hier kann man sehen, dass die Scheiben schön mit Sirup bedeckt sind. Die Orangenscheiben lässt man nun 2 bis 3 Tage bei kühler Zimmertemperatur stehen. Den Topf, in dem ich den Sirup gekocht habe, stelle ich zugedeckt daneben, denn ich werde ihn noch brauchen. Ich notiere mir immer auf einem Blatt Papier, was ich bereits erledigt habe und an welchem Tag ich mich wieder um die Orangen kümmern muss. Nummer 1. Der Sirup, bestehend aus je 400 Gramm Zucker und Wasser, wurde heute am Montag auf 103 Grad erhitzt. Die Orangen müssen 2 bis 3 Tage darin ziehen. Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag. Also Mittwoch oder Donnerstag geht es weiter. Da die Zuckerlösung noch nicht sehr konzentriert ist, werde ich am Mittwoch weitermachen. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Nummer 2 des Abenteuers. Die Orangen haben sich mit Zucker vollgesogen und auch Wasser abgegeben, sodass der Sirup nun wässriger geworden ist. Er wird in den Kochtopf abgegossen. Wie viel Flüssigkeit das nun ist, spielt keine Rolle. Es werden 100 Gramm Zucker dazugegeben, denn die Orangen sollen sich weiter mit Zucker vollsaugen. Die Zuckerlösung wird wieder zum Kochen gebracht und diesmal so lange kochen gelassen, bis sie jetzt eine Temperatur von 105 bis 106 Grad erreicht hat. Das bedeutet, dass die Zuckerlösung im Sirup nun konzentrierter ist. Wenn Wasser kocht, hat es unter normalen Bedingungen eine Temperatur von 100 Grad Celsius. Zucker kann jedoch wesentlich heißer als 100 Grad werden. Je konzentrierter eine Zucker-Wasser-Lösung also ist, desto heißer kann sie werden. Anders ausgedrückt, je mehr Wasser in einer Zucker-Wasser-Lösung verdunstet, desto heißer wird sie. Ich lasse den Sirup demzufolge so lange kochen, bis so viel Wasser verdunstet ist, dass der Sirup 105 bis 106 Grad erreicht hat. Bei mir hat das diesmal 15 lange Minuten gedauert, die nicht enden wollten, trotz häufigen Messens.
Auf keinen Fall darf man den Sirup unbeaufsichtigt kochen lassen. Man fragt sich dann immer, ob alles mit rechten Dingen zugeht und nicht vielleicht das Thermometer kaputt ist, aber Geduld, irgendwann steigt die Temperatur an. Wenn man eine höhere Temperatur als 106 Grad misst, muss man wieder etwas Wasser, vielleicht einen Teelöffel in den Sirup geben. Auch jetzt habe ich das Glas mit den Orangen wieder vorgewärmt. Der Sirup wird auf die Orangen gegossen. Auch jetzt schwimmen sie wieder oben. Auch jetzt werden sie wieder mit einem Gewicht beschwert. Auch jetzt mache ich mir wieder Notizen. Nummer 2. Heute am Mittwoch wurden 100 Gramm Zucker zum Sirup gegeben und die Temperatur des Sirups auf 105-106 Grad erhöht. Die Orangen müssen jetzt 4 Tage darin ziehen. Das heißt, Sonntag geht es weiter und Sonntag wird notiert. Bis dahin erledigt die Osmose die Arbeit. 4 Tage später, Sonntag, drittes Mal aufkochen. Der Zuckersirup wird abgegossen. Jetzt haben wohl alle verstanden, warum man die Orangenscheiben mit Zwischenraum in den Behälter einzuschichten hat. Denn der Sirup muss ja in die Zwischenräume fließen können. Der Sirup muss jetzt noch heißer erhitzt werden, weswegen ich mich entschlossen habe, die Orangen in einen verschließbaren Edelstahlbehälter umzulagern. Ich muss sagen, einen Behälter der richtigen Größe und des richtigen Materials zu finden, war gar nicht so einfach. Auch jetzt werden weitere 100 Gramm Zucker zu dem Sirup gegeben und der Sirup aufgekocht, bis er 109-110 Grad Celsius erreicht hat. Das hat bei mir 10 Minuten gedauert, kann aber variieren und auch jetzt darf der Topf mit dem kochenden Sirup unter keinen Umständen unbeaufsichtigt bleiben. Beim nächsten Mal werde ich einen oben breiteren Topf nehmen, da dann die Oberfläche größer ist und das Verdampfen des Wassers schneller geht. Auf der anderen Seite war ich froh, dass der Milchtopf schön hoch ist, denn so konnte er nicht so schnell überlaufen. Alles wird wieder über die Orangenscheiben gegossen und weitere 3 bis 4 Tage stehen gelassen. Auch jetzt neigen die Orangen wieder dazu, oben zu schwimmen, weswegen ich diesmal 2 kleine Teller oben auflege. Warm mache ich die Teller, damit sie den Sirup nicht so schnell abkühlen. Falls zum Deckel zu viel Abstand ist, kann man die Teller mit 2 Korken runterdrücken. Auch jetzt mache ich mir wieder Notizen. Nummer 3. Heute am Sonntag wurden wieder 100 Gramm Zucker zum Sirup gegeben, welcher auf 109-110 Grad erhitzt wurde. Die Orangenscheiben bleiben wiederum 4 Tage im Sirup, das heißt, Donnerstag geht es weiter. Donnerstag, 4. Mal aufkochen. Nach dieser Zeit kann man sehen, dass alles bereits sehr viel dickflüssiger geworden ist und auch beim Umschütten fällt auf, dass der Sirup viel langsamer fließt. Deswegen gebe ich die Orangen jetzt in ein Sieb und lasse den Sirup in den Topf fließen, auch wenn das bedeutet, die Orangen nochmals in den Behälter einschichten zu müssen. Auch wenn es schwer fällt, aber es kommen nochmal 100 Gramm Zucker in den Sirup, welcher nochmals aufgekocht wird, diesmal auf 115-116 Grad. Bei mir hat das nicht mehr sehr lange gedauert, auch wenn ich mich wiederhole, den kochenden Siruptopf bitte nicht unbeaufsichtigt lassen. Da dies das letzte Mal ist, dass die Orangen mit einem heißen Sud übergossen werden, stelle ich sie auf einen kleinen Topf und lasse sie über dem Wasserdampf erwärmen. Sobald die Temperatur erreicht ist, wird der Sirup kochend heiß über die Orangenscheiben gegossen, wobei ein klein wenig Vorsicht geboten ist. Wie ihr seht, schäumt alles und man sollte angesichts der Temperatur des Zuckersirups wirklich Obacht geben. Die Orangen werden nun nochmal 4 Tage stehen gelassen. Auch jetzt mache ich mir Notizen. Heute am Donnerstag wurden wieder 100 Gramm Zucker zum Sirup gegeben, welcher auf 115-116 Grad Celsius erhitzt wurde. Die Orangenscheiben bleiben wiederum 4 Tage im Sirup, das heißt, dass es Montag weitergeht. Ab diesem Tag können die kandierten Früchte trocknen. 5. Montag trocknen. Nach dieser Zeit werden die Orangenscheiben ein letztes Mal aus ihrem konservierenden Bad genommen.
Spätestens jetzt kann man sehen, wie zähflüssig alles geworden ist. Die Orangen werden auf Schaschlikspieße gegeben und ich hänge sie über diesem Metallbehälter auf, damit der überschüssige Sirup abtropfen kann. Sobald nichts mehr abtropft, habe ich sie auf diese Kuchengitter gelegt und an einen warmen, vor allem aber trockenen Platz gestellt, damit die Scheiben austrocknen können. Hin und wieder kann man sie wenden. Wer einen Dörrautomaten hat, kann es ja auch damit einmal ausprobieren und mir anschließend berichten. Ich hatte übrigens 400 Gramm Zuckersirup übrig. So sehen die Scheiben nach der Trockenzeit aus. Es kann sein, dass sich ein paar Zuckerkristalle ausgebildet haben. Das kann man vermeiden, indem man einen Teil des Haushaltszuckers durch Glucose ersetzt. Die Orangenscheiben sind nun sehr viel härter geworden. Deswegen werden sie halbiert oder geviertelt. Man kann sie bereits so genießen. Besonders gut schmecken sie aber, wenn man sie in geschmolzene Zartbitterschokolade tunkt. Ich habe hier eine Zartbitterkuvertüre mit einem Kakaoanteil von 52%. Man benötigt nicht viel davon, vielleicht 30 bis 50 Gramm, je nach Geschmack. Die Schokolade wird gehackt und 4/5 davon in der Mikrowelle geschmolzen. Die Schokolade sollte nicht heißer als 45 Grad Celsius werden. Nun gebe ich die zurückbehaltenen Schokostücke dazu und rühre diese unter und rühre, ohne die Schokolade nochmal zu erhitzen, bis alles geschmolzen ist, was eine Weile dauern kann. Im Idealfall sollte jetzt eine Temperatur von 31 Grad Celsius in der Schokolade vorherrschen. Dann können die kandierten Orangenscheiben in die Schokolade getunkt werden. Auf ein Kuchengitter gelegt, kann die Schokolade aushärten. Und nun muss man dieser süßen Verführung nur noch widerstehen oder auch nicht. Man kann die Orangenscheiben aber auch einfrieren und bei Bedarf zubereiten. Zu Weihnachten habe ich einen Stollen nach Dresdner Art gemacht und anstatt Orangeat zu verwenden, habe ich meine kandierten Orangen klein geschnitten. Dies hat den Stollen auf ein ganz anderes Niveau gebracht und Orangeat ist auch lange nicht jedermanns Sache. Vielleicht probiert ihr dieses Rezept einmal aus. Zutaten und Mengenangaben, vor allem aber die Zeitangaben habe ich hier nochmal zusammengefasst und lese sie vor, damit sie auch übersetzt werden können. Kandierte Orangenscheiben. Ca. 600 bis 650 Gramm Bio-Orangen. 700 Gramm Zucker, aufgeteilt wie folgt. Sirup, 400 Gramm Wasser, 400 Gramm Zucker. Plus später noch 3 mal 100 Gramm Zucker, siehe unten Punkt 2 bis 4. Erstens, Sirup auf 103-104 Grad Celsius aufkochen. Ruhezeit 2 bis 3 Tage. Zweitens, Sirup plus 100 Gramm Zucker auf 105-106 Grad Celsius aufkochen. Ruhezeit 4 Tage. Drittens, Sirup plus 100 Gramm Zucker auf 109-110 Grad Celsius aufkochen. Ruhezeit 4 Tage. Viertens, Sirup plus 100 Gramm Zucker auf 115-116 Grad Celsius aufkochen. Ruhezeit 4 Tage. Fünftens, Orangen trocknen lassen. Zartbitterkuvertüre 52% Kakaoanteil. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!